Der Gangzyklus, cool. Was soll ich jetzt damit machen? Einfach auswendig lernen? Was hilft mir das dann? Einfach als Post an die Wand hängen und nie wieder draufschauen? Eine Möglichkeit. Oder du schaust jetzt mit mir mal in Ruhe an, was der Gangzyklus eigentlich ist. Und viel wichtiger, was in jeder einzelnen Phase Wichtiges für die Orthopädietechnik passiert. Damit man am Ende auch wirklich weiterkommt und besser in seinen Job wird. Ja, das klingt doch mal besser. Der Gangzyklus ist ein sich anpassendes Schema, das von vielen Faktoren beeinflusst wird und das sich mit dem Alter, der Konstitution, Einschränkungen oder auch mit der Ganggeschwindigkeit verändert. Jetzt schauen wir uns den Gangzyklus aus dem Lehrbuch an, mit dem man aber einen guten Überblick bekommt, wie so der Gang des Menschen eigentlich auszusehen hat, wenn es effizient passieren soll. Und den man immer im Kopf haben sollte, wenn man gute Versorgungen bauen will. Egal ob Prothetik, Orthetik oder Orthopädie-Schuhtechnik. Ihr müsst wissen, wo ihr hin wollt, wie der Patient am Ende gehen soll. Um Abweichungen beim Gang zu erkennen, müsst ihr erstmal wissen, was denn überhaupt ein guter oder schlechter Gang ist. Zu den einzelnen Gangphasen schauen wir uns auch noch an, was denn hier Wichtiges Orthopädie-Technisches passiert. So werdet ihr am Ende wirklich in eurer Arbeit besser. Anstelle euch den Gangzyklus einfach hinzuklatschen, machen wir das Ganze an konkreten Beispielen fest. Was denn hier überhaupt Wichtiges für euren Beruf passiert. Anstelle euch hier ohne weitere Erklärungen den Gangzyklus einfach hinzuklatschen. Und am Ende des Videos schaut doch einfach mal im Gottejob vorbei. Orthopädie-Technik-Designs wie eure T-Shirts, Pullis, Tassen, Mauspads und so weiter, die man zur Abwechslung auch mal wirklich herzeigen kann. Schaut einfach mal rein und erstellt euch eure ganz eigenen Sachen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Na dann, jetzt geht's ans Eingemachte. Was ist eigentlich genau ein Gangzyklus? Ein Gangzyklus oder auch ein Doppelschritt dauert genau so lang. Von Fersenkontakt zu Fersenkontakt eines Beins. Dabei schauen wir uns auch nur ein Bein an. Das nennt man das Referenzbein. Und diese Abfolge an Gangphasen, die ihr hier seht, wiederholt sich dann immer wieder beim Gehen. Deswegen Zyklus. Wie ist denn der Gangzyklus unterteilt? In genau 8 Phasen. Und die habt ihr sicherlich schon mal auf Postern gesehen. Nur habt ihr vielleicht noch nicht gewusst, was die genau sind und warum ihr die in eurem Beruf kennen solltet. Bis jetzt. Die 8 Phasen kann man in 2 Gruppen zusammenfassen. Die Standphase und die Schwungphase. Bei der einen ist das Referenzbein, also das Bein, um das es gerade geht, auf dem Boden und in der anderen nicht. Easy. Ganz grob kann man sagen, die Standphase füllt ca. 60% des Gangzykluses und die Schwungphase 40%. Aber das verändert sich mit der Gehgeschwindigkeit. Wenn ihr sprintet, seid ihr viel länger in der Luft, als wenn ihr mit dem Gehen starke Probleme habt und Sicherheit sucht und langsamer geht. Wenn man sich jetzt die einzelnen Gangphasen genauer anschaut, merkt man, dass die alle eigene Aufgaben haben. Wenn ihr die genau kennt, wisst ihr nicht nur, welche Muskeln arbeiten müssen, sondern auch, was passiert, wenn mal etwas nicht so gut klappt mit dem Gehen und wo man mit einer Versorgung wieder hin muss, um die Abweichung zu korrigieren. Das gehen wir langsam und Schritt für Schritt durch. Die erste Gangphase ist schon eine Ausnahme. Eigentlich ist es keine wirkliche Phase. Der Initialkontakt ist der erste Kontakt des Fußes mit dem Boden. Das war's. Die Phase beginnt mit dem Fersenkontakt und endet damit. Ist eher ein Moment als eine Phase. Das obere Sprunggelenk ist grob in 90 Grad, das Knie leicht gebeugt und die Hüfte stark gebeugt. Aber hier stellt sich die Frage, wie tritt man denn auf? Das ist natürlich für eine Ganganalyse wichtig. Und da habt ihr schon eine Sache, auf die ihr bei Patienten aufpassen müsst. Wie setzt der Fuß auf dem Boden auf? Da könntet ihr schon eure erste Abweichung sehen. Fußüberlähmungen, Spitzfüße oder Spastiken können einen Erstkontakt mit dem Mittel- oder Vorfuß verursachen. So wird das Knie beim Auftreten noch mehr gestreckt und man wird beim Gehen abgebremst. Da können wir helfen. Fußhebeorthesen, Unterschenkelorthesen oder funktionelle Elektrostimulation. Die alle können helfen, wenn der Fuß nicht mehr mit der Ferse aufsetzt. Manchmal kann ein Vorfußkontakt auch eine Kompensation für eine ganz andere Ursache sein. Forscht nach und schaut, dass man sich auch wirklich der Ursache bewusst ist. Bei einer Analyse kannst du zum Beispiel so vorgehen. Was ist physiologisch? Was ist ganz genau die Abweichung beim Patienten und ist das eine Ausgleichsbewegung oder wirklich die Ursache? Und letztendlich, wie kommen wir wieder zum Physiologischen hin? Jeder Schritt ist wichtig und da kommt eure Expertise ins Spiel. Da gehört Fachwissen und Erfahrung dazu. Nächste Phase, die Loading Response oder Lastübernahmephase. Hier verrät der Name schon, was passiert. Unser Referenzbein übernimmt langsam das Körpergewicht. Logisch. Hier passieren aber eine Menge wichtige Dinge, die man auch in der Orthopädie-Technik wissen muss. Aber alles von vorn. Diese Phase beginnt mit dem Initialkontakt, den wir eben schon hatten.
und endet, wenn das gesamte Körpergewicht auf dem Bein lastet. Und das ist der Fall, wenn das kontralaterale Bein, also das Bein auf der anderen Seite, den Boden verlässt. Dann stehen wir nur noch auf unserem Referenzbein und die Lastübernahme ist vorbei. Wenn der gesamte Gangzyklus 100% ist, befinden wir uns am Ende der Lastübernahmephase bei ca. 10%. Und hier müssen die Muskeln echt arbeiten. Das Knie beugt sich jetzt und der Fuß senkt sich langsam in eine Plantarflexion ab. Die Kniestrecker und die Fußheber geben jetzt Gas, weil jeweils ein Beugemoment auf das Knie und ein Plantarflexionsmoment auf das obere Sprunggelenk wirkt. Das alles im Namen der Stoßdämpfung. Lastübernahme, ja, aber bitte kontrolliert und ein bisschen gefedert. Die Lastübernahmephase ist echt anstrengend und fordernd. Wenn man Probleme mit dem Gehen hat, ist diese Gangphase eine echte Herausforderung. Und wir als Techniker haben einige Möglichkeiten hier zu helfen. In dieser Phase wirken zum Beispiel rückverlagerte Orthesenkniegelenke. Die reduzieren das maximale Beugemoment und auch noch die Dauer des Beugemoments auf das Knie und wirken so stabilisierend für den Anwender, der am Ende aber auch noch eine Restmuskulatur benötigt. Hier kannst du dir ein ganzes Video darüber anschauen und dir die rückverlagerten Orthesengelenke erklären lassen. In der Prothetik ist diese Phase ebenso extrem wichtig. Bei der dynamischen Anprobe einer Unterschenkelprothese will man hier eine Standphasenflexion des Knies sehen, wie wir sie auch im physiologischen Gang haben. Wenn nicht, Aufbau ändern. Prothesenknie müssen hier einen gut eingestellten Flexionswiderstand haben, sonst fliegt man auf die Nase. Oder man kann das Knie gar nicht einbeugen. Also die goldene Mitte. Die Lastübernahmephase wird auch maßgeblich von der Härte der Ferse beeinflusst. Die Schuhtechnik oder Prothesenfüße haben hier ganz schön was zu tun. Mit einer weichen Ferse kann die Bodenreaktionskraft schneller nach vorne und wirkt kniestreckend und bremst euch ein bisschen. Bei einer harten Ferse bleibt sie hinten und wirkt kniebeugend, schubst euch quasi noch ein bisschen an. Ähnlich helfen euch in dieser Phase auch Schlepperabsätze in der Orthopädie-Schuhtechnik. Ein Schlepperabsatz verlängert in genau dieser Phase den Rückfußhebel, indem er die Bodenreaktionskraft weiter nach dorsal wandern lässt. Das heißt, größeres Drehmoment in die Plantarflexion und ein stärkeres Kniebeugemoment. Patienten mit schwachen Kniestreckern vermeiden diese Phase und beugen das Knie erst gar nicht ein, sonst liegt man am Boden. Die mittlere Standphase. Das Gewicht ist jetzt komplett auf unserem Referenzbein und das Bein auf der anderen Seite befindet sich in der Schwungphase. Also diese Phase beginnt, wenn das kontralaterale Bein den Boden verlässt und ist zu Ende, wenn sich unser Körperschwerpunkt über dem Angriffspunkt der Bodenreaktionskraft befindet. Also übersetzt, wenn sich der Oberkörper ziemlich genau über unserem Referenzbein befindet. Hier könnt ihr euch das Thema Bodenreaktionskraft nochmal in Ruhe erklären lassen. An sich bewegt sich in dieser Phase der Unterschenkel kontrolliert nach vorne. Der Fuß bleibt auf dem Boden. Das obere Sprunggelenk bewegt sich in eine Dorsalextension und die hohe Muskelaktivität nimmt langsam ab. Die Wadenmuskulatur arbeitet ja trotzdem noch exzentrisch und lässt die Tibia nur langsam nach vorne. So fliegt man nicht auf die Nase. Wenn ihr bei einer Orthese einen Dorsalanschlag habt, zum Beispiel bei 0 Grad, oder sogar in Plantarflexion eine Limitierung habt, fängt der hier an zu wirken und verhindert eventuell die Dorsalextension und würde somit das Streckmoment auf das Knie erhöhen, weil die Bodenreaktionskraft schnell nach vorne wandert. Probiert's mal aus. Deswegen entsteht zum Beispiel bei Spitzfüßen ein Genu recurvatum. In dieser Phase sieht man auch das sogenannte Trendelenburg-Zeichen. Wenn ein Patient zu schwache Hüftabduktoren hat, dann kippt das Becken ab und man sieht als Ausgleichsbewegung das Duchenne-Hinken. Der Oberkörper wird hier auf die kontralaterale Seite geneigt, um das Becken weniger abkippen zu lassen. Dieses Hinken kann man gut erkennen und ist genau in dieser Phase zu sehen. Die terminale Standphase. Die beginnt, wenn die vorherige endet, so wie die anderen auch. Also Start, wenn der Körperschwerpunkt über dem Angriffspunkt ist und endet, wenn die andere Seite wieder den Boden berührt, also einen Initialkontakt hat. In dieser Phase passiert wirklich viel, aber alles von vorne. Der Körperschwerpunkt wandert langsam schon vor unserem Fuß und das heißt starke Drehmomente in Knie und Fuß. Im Knie muss die Wade jetzt richtig ackern. Die ganze Wade? Fast. Vor allem der Musculus gastrocnemius, der über das Knie zieht, ist hier aktiv. Zum einen schiebt der Muskel euch jetzt nach vorne, aber er schützt auch das Knie vor dem starken Drehmoment. Probiert selber aus. Lehnt euch mal stark nach vorne und schon wird das Knie gestreckt. Damit das Knie nicht ganz durchgestreckt wird, fängt der Musculus gastrocnemius an zu ackern. In dieser Phase muss das Knie gebeugt und der Fuß plantarflektiert werden. Praktisch, dass der Gastrocnemius beides kann. Keine Wade, kein physiologischer Vorfußhebel. Das heißt, Patienten, die zum Beispiel eine Wadenschwäche haben,
bekommen in der terminalen Standphase ein Riesenproblem. Jegliche Situation, die den Vorfußhebel reduziert, hat hier starke Auswirkungen auf das Gangbild und somit alle anderen Gelenke. Ohne den Vorfußhebel fällt man ins Leere, kommt nicht voran und lässt so Kompensationen entstehen, die langfristig oft Schäden verursachen können. Aber in der OT haben wir ein paar Lösungen dafür. Bei zum Beispiel Rückfußamputationen oder Wadenschwächen haben wir das gleiche Problem. Der Vorfußhebel ist weg. Deswegen kann man diese Krankheitsbilder auch ähnlich versorgen. Mit einer Orthese oder Prothese mit einer ventralen Anlage und einem Vorfuß, der steif genug ist. So kann man mit Gelenkanschlägen den Vorfußhebel wiederherstellen. Gleiches Problem, ähnliche Lösung. In der Prothetik ist es nichts anderes. Ist der Fuß zu weit vorne, ist der Vorfußhebel zu hoch und man läuft gegen einen Berg. Zu weit hinten heißt, man fällt ins Leere. Bei einem zu steifen oder zu weichen Fuß passiert etwas sehr Ähnliches. Es kommt nur darauf an, wie weit und wie viel von der Bodenreaktionskraft nach vorne wandern kann. Und das passiert in der terminalen Standphase. Wenn euch das zu schnell ging, könnt ihr euch das nochmal hier im Detail erklären lassen, welche Auswirkungen die Fußposition bei einer Unterschenkelprothese hat. Und dann ab zur nächsten Station. Die Vorschwungphase. Das Bein steht jetzt gerade noch so auf dem Boden. Start ist der Initialkontakt des kontralateralen Fußes und endet mit der Zehnablösung unseres Referenzbeins. Logisch, dann sind wir in der Luft. Das ist also die letzte Standphase, bei der der Fuß Bodenkontakt hat. Das Referenzbein ist jetzt schon relativ wenig belastet und bereitet sich darauf vor, abzuheben. Selbst hier kann man so viele Details entdecken. In dieser Phase braucht der Fuß den sogenannten Windlasseffekt. Die Plantaraponeurose ist ein starkes Band in der Fußfläche und die spannt sich durch die Extension der Zehen genau in dieser Phase und stabilisiert so den Fuß, damit die großen Kräfte des Abstoßens gut übertragen werden können. Die Großzehe muss auch ganz schön arbeiten, weil die größte Belastung über den Hallux läuft. Aha, deswegen ist die große Zehe so groß. Das Knie und die Hüfte beugen sich jetzt immer mehr. So kann der Fuß dann auch langsam abheben. Jeder Orthopädietechniker sollte sich mit dieser Gangphase beschäftigen. So gut wie jeder Fachbereich kann hier etwas bewegen. Wenn wir die letzte Phase und die zusammennehmen, habt ihr zum Beispiel den größten Wirkungsbereich von Schuhzurichtungen im Mittel- und Vorfuß abgedeckt. Ihr tut euch zum Beispiel schwer, in die Schwungphase zu kommen. Da hilft die Ballenrolle. Wenn man immer wieder ins Leere fällt und mehr Vorfußhebel braucht, verschiebt man auf der anderen Seite den Abrollpunkt des Schuhs weiter nach vorne und schon wird der Vorfußhebel größer. Hier könnt ihr spielen. Die Sohlen der Prothesenfüße oder auch Orthesen sind ja maximal im Vorfuß nach oben gebogen. Wenn ein Prothesenfuß einen zu geringen Vorfußhebel hat, fällt der Patient einfach ins Leere. Man belastet so die kontralaterale Seite mehr. Gute Prothesenfüße finden also das richtige Maß aus Flexibilität und Steifigkeit, um nicht zu viel und nicht zu wenig Hebel zu haben. Die initiale Schwungphase. Beginn bei Zehnablösung. Logisch. Und die Phase endet, wenn das Knie maximal gebeugt ist. Am Ende der initialen Schwungphase wird das Knie am stärksten gebeugt und liefert euch so die notwendige Bodenfreiheit. Der Kniewinkel von ca. 60 bis 65 Grad ist dazu noch relativ geschwindigkeitsunabhängig. Der bleibt relativ gleich. Gute Prothesenknie sollten diese 60 bis 65 Grad auch erreichen, egal wie schnell oder langsam man geht. Ganz grob. Eine zu geringe Beugung und schon stolpert man. Die Hüft- und Kniebeuger arbeiten hier normalerweise beide zusammen, um die Bodenfreiheit zu gewährleisten. Die mittlere Schwungphase. Start bei der maximalen Kniebeugung. Ende, wenn sich der Unterschenkel vertikal zum Boden befindet. Hier schwingt das Bein durch und das am besten ohne den Boden zu berühren. In dieser Phase stolpert man oft, wenn man Einschränkungen hat. Oder man entwickelt Strategien, dass das eben nicht passiert. Sowohl bei Orthesen als auch Prothesen gibt es hauptsächlich 4 Ausgleichsbewegungen, die auftreten können, wenn man Schwierigkeiten in der mittleren Schwungphase mit dem Durchschwingen hat. Und die 4 klassischen Strategien sind eine vermehrte Kniebeugung, das Vaulting, das Hip-Hiking oder die Zirkumduktion. Die letzten 3 erkläre ich euch schnell. Stellt vor, ihr könnt euer Knie gar nicht beugen. Was macht ihr dann, um überhaupt durchschwingen zu können? Ihr könnt mit dem Fuß auf der anderen Seite euch kurz auf die Zehen stellen und so ein bisschen nach oben heben. Das Vaulting. Oder ihr hebt das ganze Becken samt Bein nach oben und zieht euer Bein gestreckt in die Luft. Das Hip-Hiking. Oder ihr führt das Bein in einer Kreisbewegung einmal nach außen und wieder nach innen. Wenn man das Bein nicht beugen kann, kann man so durchschwingen. Die sogenannte Zirkumduktion. Alles klassische Ausgleichsbewegungen, die jeder Orthopädietechniker kennen muss. Sowohl bei Pro- als auch Orthesen können die vorkommen. Probiert's mal selbst aus, ohne Kniebeugen zu gehen und schaut, was passiert. Und zu guter Letzt die terminale Schwungphase. Beginn, wenn der Unterschenkel vertikal ist.
und endet, Überraschung, Überraschung, mit dem Initialkontakt. Alles fängt wieder von vorne an, deswegen auch Gangzyklus. In dieser letzten Phase wird das Knie wieder gestreckt, der Fuß nach vorne gebracht, damit er wieder mit der Ferse aufsetzen kann. Der Unterschenkel muss jetzt natürlich wieder abgebremst werden. Wenn die Muskulatur noch da ist, machen das unter anderem die Beinbeuger. In der Oberschenkelprothetik erledigt das hoffentlich ein gutes Knie mit einem korrekt eingestellten Extensionswiderstand. Hier kann richtig Länge generiert werden. Je länger das Bein hier unterwegs ist, desto weiter ist euer Schritt. Eigentlich gar nicht so schwer, oder? Oft bekommt man den Gangzyklus einfach nur hingeklatscht und weiß gar nicht, was dir jetzt im Alltag helfen soll. Kenn ich. In jeder Phase passieren extrem wichtige Dinge für die Orthopädietechnik und ihr könnt ebenso jede einzelne Phase beeinflussen. Also, wenn ihr das nächste Mal einen Gang analysiert oder eine Versorgung dynamisch anschaut, schaut euch die Ausgleichsbewegungen an. Brecht runter und seid ganz präzise, wann, warum und wie ihr was erreichen wollt. In jeder Phase passieren unfassbar viele Dinge. Wenn man sich aber jede einzelne Phase genau anschaut und das nach und nach durchgeht, machen viele Arbeiten in der OT schon viel mehr Sinn, oder? Ein super interessantes Thema, das aber oft einfach nur so ohne Struktur in die Welt hinausgeschrien wird, ohne wirklich was verbessern zu wollen. Jetzt könnt ihr klugscheißen und auch noch Menschen damit helfen. Schaut doch mal auf einen Absacker im Gotteshop vorbei und erstellt euch eure eigenen Orthopädie-Technik-Sachen. Pullis, T-Shirts, Tassen, was du dir nur vorstellen kannst. Und dann bis zum nächsten Mal bei Gottet.